Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über das lebensnotwendige Vitamin C sprechen. Vitamin C zählt wie die Vitamine des B-Komplexes zu den wasserlöslichen Vitaminen. Diese Vitamine können vom Körper kaum gespeichert werden. Überschüsse werden daher mit dem Urin ausgeschieden, weshalb diese Vitamine täglich mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Vitamin C ist ein sehr wichtiges Vitamin. Die meisten Menschen bringen es mit einem gewissen Erkältungsschutz und der Stärkung des Immunsystems in Verbindung. Vitamin C hat aber noch viele andere Aufgaben im Körper. Zuerst ist es natürlich an der Stärkung des Immunsystems beteiligt, damit dieses den Körper gegen Krankheitserreger, Zellentartung, Strahlung etc. schützen kann. Vitamin C ist ein wichtiges Antioxidant. Es fängt freie Radikale im Blut, im Gehirn, in den Körperzellen und direkt im Zellkern ab und macht sie unschädlich. Andernfalls würden die freien Radikale Zellen und Gewebe schädigen. Vitamin C kräftigt das Bindegewebe, indem es Eiweiß und andere Substanzen zu Kollagenfasern verschweißt und so das Bindegewebe kräftigt. Kollagen sorgt für die Elastizität von Haut, Bändern, Sehnen und Blutgefäßwänden sowie für die Festigkeit von Zähnen und Knochen. Narbengewebe besteht ebenfalls aus Kollagen, weshalb Vitamin C auch für die Wundheilung so bedeutend ist. Vitamin C dient als Gefäßschutz. Kollagen ist ein wichtiger Bestandteil der Gefäßwände, sodass Vitamin C maßgeblich zu gesunden und elastischen Gefäßen beiträgt. Auch die antioxidativen Eigenschaften von Vitamin C schützen die Gefäße und verhindern, dass sich Risse in den Blutgefäßwänden bilden, woraufhin sich dort nun schädliche Ablagerungen bilden würden. Vitamin C wirkt sogar blutverdünnend und beugt daher allen mit Arteriosklerose verbundenen Krankheiten vor, wie Bluthochdruck, Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzattacken. Vitamin C verbessert die Calcium- und Eisenaufnahme. Calcium und Eisen werden in Verbindung mit Vitamin C besser aufgenommen, denn Vitamin C wandelt die beiden Stoffe im Darm in besser verfügbare Formen um und sorgt so dafür, dass sie leichter in die Blutbahn gelangen. Es verbessert die Eisenaufnahme aus pflanzlichen Eisenquellen sogar so extrem, dass manch ein diagnostizierter Eisenmangel sich schon allein dadurch beheben ließ, dass der Vitamin C-Gehalt der Nahrung erhöht wurde, ohne die Eisenzufuhr zu verändern. Vitamin C ist auch wichtig für die Wirksamkeit einiger Hormone. Der Hypothalamus im Gehirn ist die Steuerzentrale für die Hormonbildung. Vitamin C ist an einem Prozess im Hypothalamus beteiligt, der Voraussetzung dafür ist, dass einige Hormone überhaupt wirksam sind. So ist Vitamin C zum Beispiel wichtig für die Schilddrüsenhormone Triiod, Tyronin und Thyroxin sowie für die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Außerdem entgiftet Vitamin C. Es aktiviert die Leberenzyme, die für den Abbau von Giftstoffen verantwortlich sind. Dadurch kann es Gifte wie Cyanide, Formaldehyd und Acetaldehyd sowie Nitrosamine und Nikotin unschädlich machen. Vitamin C kann bei nahezu allen Erkrankungen in die Therapie mit einbezogen werden, so auch in die Therapie einer Virusinfektion, und zwar auch dann, wenn es zu einem schweren Verlauf kommt und ein Klinikaufenthalt nötig wird. Weiterhin wird Vitamin C eine krebsvorbeugende Wirkung nachgesagt, um nur einige der vielen Einsatzgebiete des lebensnotwendigen Vitamin Cs zu nennen. Aufgrund der heute überwiegend denaturierten und industriell verarbeiteten Nahrung leiden sehr viele Menschen an einem Vitamin C-Mangel. Ein solcher Mangel wirkt sich negativ auf den gesamten Körper aus. Symptome eines latenten Vitamin C-Mangels können sein Muskelschmerzen, Leistungsabfall, Schwäche und Müdigkeit und eine erhöhte Infektanfälligkeit. Bei einem gravierenden Vitamin C-Mangel jedoch können folgende Symptome auftreten. Durch eine Schwächung der Blutgefäße bilden sich die Blutergüsse sehr leicht. Typische Symptome eines fortgeschrittenen Vitamin C-Mangels sind Blutungen, entzündetes und blutendes Zahnfleisch und dadurch auch Zahnlockerung und Zahnausfall, die auch ein erstes Anzeichen für Skorbut sein könnten. Ein niedriger Vitamin C-Spiegel stört auch die Eisenaufnahme und die führt dazu, dass nicht genügend Hämoglobin produziert wird, um das Haarwachstum und die Haarstärke zu unterstützen, sodass Haarausfall drohen kann. Vitamin C-Mangel kann auch zu rauer, roter und trockener Haut führen, aufgrund der fehlenden Kollagenbildung. Und gerade weil Vitamin C den Knorpel in den Gelenken schützt, indem es als Kofaktor bei der Kollagensynthese und als Mittel gegen Gelenkinfektionen und Entzündungen wirkt, haben Studien gezeigt, dass Menschen mit niedrigem Vitamin C-Spiegel 3-mal häufiger eine rheumatoide Arthritis entwickeln als Menschen mit gesundem Vitamin C-Spiegel. Ein Vitamin C-Mangel kann die Gelenke daher schwächen, was zu Schwellungen und sogar zu akuten Schmerzen führen kann. Auch eine Fibromyalgie könnte letztendlich durch einen Vitamin C-Mangel entstehen. Durch einen langen und schwerwiegenden Vitamin C-Mangel beginnen die Wunden auch viel langsamer zu heilen.
Ein Vitamin-C-Mangel könnte sogar die Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein, weil die Kollagenproduktion beeinträchtigt wird, was die Gefäße schwächt. Damit die Gefäße keine Risse bekommen, produziert der Körper nun anstelle des Kollagens Cholesterin, mit dem die Schwachstellen in den Arterien ausgebessert werden. Je mehr Cholesterin in den Arterien angesammelt wird, desto enger werden die Arterien und dadurch steigt der Blutdruck, weil die Arterien nicht mehr so glatt sind. Über die Jahre entwickeln sich so Symptome, die man heute meistens dem Alter zuschreibt, wie ein hoher Cholesterinspiegel, hoher Blutdruck, ein schwaches Herz und so weiter. In Wirklichkeit könnte es sich dabei aber um einen latenten Vitamin-C-Mangel handeln. Kommen wir nun zu den Ursachen für einen Vitamin-C-Mangel. Neben einer ungesunden, kohlenhydratreichen Ernährungsweise, die arm an Vitamin C ist, begünstigen auch folgende Faktoren einen Vitamin-C-Mangel. Rauchen, regelmäßiges Passivrauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch führen zu erhöhtem oxidativen Stress, wodurch der Körper mehr Vitamin C benötigt. Medikamenteneinnahme wie die Antibabypille, Antibiotika, Diuretika, Medikamente mit Acetylsalicylsäure wie zum Beispiel Aspirin, dann natürlich schwere Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, chronische Nierenerkrankungen im Endstadium, aber auch kontinuierlicher Dauerstress verbrauchen sämtliches Vitamin C im Körper. Magen-Darm-Erkrankungen wie zum Beispiel Morbus Crohn können die Schleimhaut des Dünndarms schädigen, wodurch die Nährstoffe aus der Nahrung nicht mehr ausreichend aufgenommen werden können. Ein latenter Vitamin-C-Mangel, der über Jahre anhält, begünstigt wiederum die Entstehung chronischer Krankheiten wie Arthrose und Autoimmunerkrankungen. Forscher vermuten aber auch einen Zusammenhang mit Alzheimer und Depressionen. Was aber auch dazu führt, dass wir weniger Vitamin C aufnehmen, liegt eben daran, dass wir unsere Nahrung im Supermarkt kaufen, wo sie schon sehr lange gelagert wurde. Zu Hause wird sie nochmal wieder lange gelagert, dann wird sie gekocht und das Wasser weggeschüttet. Vorher wird sie ausreichend gewaschen, dann zerkleinert und so weiter und so fort, wodurch immer jedes Mal sehr viele Vitamine verloren gehen. Das Beste wäre natürlich daher, sich das Gemüse selbst zu Hause zu ziehen, selbst wenn es nur auf der Fensterbank ist, und es direkt nach der Ernte zu verzehren. Ein Video zum selbstgezogenen Erbsengrün, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Sich auch frische Wildkräuter im Wald zu sammeln und diese dann zu entsaften, ist natürlich auch eine sehr effektive Methode, an viele Vitamine zu gelangen, besonders Vitamin C. Meine Videos zum Entsaften von Wildkräutern, die kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, inshallah. Abgesehen von solchen Methoden, die natürlich nicht jeder so einfach durchführen kann, wäre es anzuraten, Vitamin C zu supplementieren. Die Vitamin C reichste Frucht der Erde ist die aus den Tropen stammende Camu-Camu-Frucht mit 2000 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Subhanallah, im Vergleich dazu hat die Zitrone gerade mal 50 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Die Camu-Camu-Frucht ist also eine Frucht, die im Amazonasgebiet, vor allem in Peru und Brasilien heimisch ist. Und dort wächst sie an Sträuchern, die meistens in der Nähe des Wassers wachsen. Die Acerola-Kirsche stammt auch aus den Tropen und sie enthält 1700 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm, weshalb sich diese beiden Früchte super als Nahrungsergänzungsmittel eignen, in pulverisierter Form, aber natürlich ist wichtig, dass sie dann in Rohkostform vorliegen. Zu den heimischen Vitamin C reichen Früchten gehört die Hagebutte mit 1000 Milligramm pro 100 Gramm und die Sanddornbeeren mit 450 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Als wertvolle Vitamin C-Lieferanten können auch Wildgemüse dienen, wie zum Beispiel Bärlauch, Sauerampfer und Brennnessel, deren Vitamin C-Gehalt deutlich höher ist als jener der Kulturgemüse. Und da diese auch noch viele andere wichtige Mikronährstoffe enthalten, lohnt es sich allemal, diese kostenlos im Wald zu sammeln und sie dann zu trocknen und zu pulverisieren. Denn in pulverisierter Form sind sie um einiges ergiebiger als in frischer Form. Denn auf einen Teelöffel passen ja gleich mehrere Hände voll frischer Kräuter. Extrem wichtig dabei ist aber natürlich, dass sie in Rohkostform vorliegen, also bei maximal 35 Grad Celsius getrocknet werden. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch bei den Fruchtpulvern, wenn man sie sich bestellen sollte. Denn da Vitamin C hitzeempfindlich ist, ist es ganz wichtig, dass dieses in Rohkostform vorliegt, damit wir wirklich ausreichend Vitamin C durch die Supplementierung aufnehmen. Der offiziell empfohlene Tagesbedarf an Vitamin C wird von der Schulmedizin mit gerade mal 100 Milligramm angegeben. Orthomolekularmediziner empfehlen jedoch weitaus höhere Vitamin C-Mengen. Interessant ist auch, dass Tiere, die selbst Vitamin C bilden können, ein Vielfaches der Vitamin C-Menge produzieren, die der Mensch heutzutage über Lebensmittel zu sich nimmt. Daraus kann man schließen, dass der menschliche Vitamin C-Bedarf viel höher ist, als wir denken und vor allem viel höher, als wir mit dem obligatorischen Apfel pro Tag und einigen Blättern Kopfsalat zu uns nehmen. Da aber heute auch die Böden ausgelaugt sind
und in der industriellen Landwirtschaft Jahr für Jahr verschwenderische Mengen synthetischer Düngemittel verwendet werden, um den Böden immer höhere Ernten abzuringen. Dabei geht es hauptsächlich um Quantität und darum, Früchte und Gemüse mit einwandfreiem Äußeren zu produzieren. Der Mineralstoff- und Vitamingehalt interessiert die Erzeuger nicht im geringsten. Schließlich kann kein Verbraucher seine Lebensmittel nach diesem Kriterium auswählen, da niemand einem Apfel oder einem Salat ansehen kann, wie viele Vitamine und Mineralstoffe er enthält. Auch gibt es keinerlei Bestimmungen oder Gesetze, die einen Mindestgehalt an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien in unseren Lebensmitteln fordern. Allein schon deshalb ist es heute zwingend erforderlich, mit natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln zu supplementieren. Ein Video zu den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, die heute jeder nehmen sollte, werde ich euch hier oben inshallah verlinken. Und dazu gehört natürlich auch das natürliche Vitamin C, welches ich in Form der Camu-Camu-Frucht supplementiere. Da es zu empfehlen wäre, das Camu-Camu-Fruchtpulver, also in Bioqualität und Rohkostqualität natürlich, in hohen Dosen zu supplementieren, also möglichst 3-mal täglich jeweils 2 bis 3 Kapseln. Würde es sich anbieten, dieses selber zu verkapseln, dann kommt es um einiges günstiger. Ein Video dazu, wie man die Nahrungsergänzungsmittel selber verkapselt, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, inshallah. Ansonsten aber kann man natürlich auch schon die fertigen Kapseln kaufen. Ein rohköstliches Bio-Camu-Camu-Pulver Produkt werde ich euch unten verlinken, als auch ein rohköstliches Bio-Kapselprodukt von der Camu-Camu-Frucht. Natürlich könnte man auch die Hagebutte in Pulverform und Rohkostqualität kaufen und sich das verkapseln oder auch die Kapseln selber, aber wie gesagt, die hat eben nur die Hälfte des Vitamin C-Gehaltes der Camu-Camu-Frucht, weshalb es sich sehr viel mehr lohnen würde, diese zu konsumieren. Wie in meinem Video zu den Nahrungsergänzungsmitteln auch schon betont, ist es sehr wichtig, dass man das OPC zusammen mit dem Vitamin C einnimmt, weil sich beide gegenseitig in ihrer Wirkung potenzieren. Da man das OPC aber auf leeren Magen nehmen sollte, sollte man das eben frühmorgens möglichst zur Fajr-Zeit zusammen mit dem Vitamin C einnehmen und die anderen 2 Male während des Tages das Vitamin C allein oder mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln zusammenzunehmen. Auf gar keinen Fall allerdings sollte man sich künstliches, also synthetisch hergestelltes Vitamin C kaufen, also die im Labor hergestellte Ascorbinsäure, weil der Körper diese nicht erkennen und nicht verwerten kann, da sie so in der Natur nicht vorkommt. Vitamin C im natürlichen Verbund, wie hier in der Camu-Camu-Frucht, zusammen mit dem OPC eingenommen und zu anderen Zeiten während des Tages mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln, bietet einen wirksamen Schutz gegen sehr viele Krankheiten und man kann es praktisch nicht überdosieren. So schützt es vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hilft gegen Viren, hilft bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, schützt vor grauem Star, lindert Histaminintoleranz und Allergien, hilft bei Blasenentzündungen, beugt Gicht vor und wird in der Krebsbekämpfung eingesetzt, unter anderem. Es ist also klar, dass Vitamin C ein Allround-Genie ist und dass es unbestritten lebensnotwendig ist. Deshalb sollte heute jeder natürliches Vitamin C supplementieren. Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Bekannten, damit so viele Menschen wie möglich daraus einen Nutzen ziehen können. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Assalamu alaikum, eure Mariam.